warum wir nicht mehr vegan sind. Warum? Wir sind doch nie vegan gewesen, oder? Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind Jolien. und Sebastian. Ja, heute hat es geklappt. Tag 3. Dann erklär das. Zum Thema, ja. Ich weiß nicht mehr seit wann, ja, aber seit einer gewissen Zeit, seit einigen Jahren, haben wir für uns festgestellt, dass wir uns nicht als vegan bezeichnen wollen. Weil in der Gesellschaft ist vegan gebrandmarkt oder definiert mit einem bestimmten Verhaltensmuster, das dieserjenige dann an den Tag legen sollte. Ja? Das betrifft zum einen die Ernährung, aber da hört es ja nicht auf. Da gibt es noch viele weitere Punkte, die damit einspielen. Keine Lederprodukte zu benutzen, Tierleid zu vermeiden, Pflegeprodukte nicht benutzen, die gegebenenfalls vielleicht an Tieren getestet wurden und so weiter und so fort. Ich sage mal, wer sich damit beschäftigt hat, weiß das. Und diese Muster haben wir vielleicht ganz am Anfang versucht zu erfüllen, oder? Ja. Aber mit einer Zeit gemerkt, zum Beispiel bei Lederprodukten, die wir hatten, die haben wir, glaube ich, nie entsorgt, weil das macht keinen Sinn, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind solche Produkte zum Beispiel aus Tierhaut deutlich langlebiger und besser für unseren Körper als alles, was aus Erdöl gewonnen wird. Ja. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Warum wir jetzt gerade wirklich nicht vegan sind, also auch nicht rein pflanzlich, wie wir uns dann auch gerne bezeichnet haben, dass wir rein pflanzlich unterwegs sind. Und zwar bei mir war es auch hauptsächlich so, dass das aus gesundheitlichen Gründen bei mir begonnen hat, die Reise vegan zu werden oder rein pflanzlich uns zu ernähren. Und ich habe dann festgestellt, dass ich immer mehr körperliche Probleme bekomme, insbesondere mit dem Hormonhaushalt. Und ich habe erst mal versucht, weil Ernährung ist für mich Medizin. Ja, das, was wir uns in uns reintun, muss irgendwas in uns erzeugen. Ja, das kann nicht einfach sein, ich esse das gibt mir Nährstoffe, oder gibt mir Makrostoffe, dann bin ich satt und dann ist alles gut, sondern ich denke schon, dass die Zellen, die bauen sich auf durch das, was wir essen. Also habe ich gesagt, gut, Ernährung ist meine Medizin, also schaue ich, wie ich meinen Hormonhaushalt wieder reguliert bekomme. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich nicht mal weiter wusste mit dem Wissen, was ich bis dato hatte. Und seit ungefähr Frühjahr diesen Jahres habe ich dann angefangen, erstmal ganz alleine in meine Ernährung Eier zu implizieren. Ja. Und leider ist es diese Reise, dieses Experiment ein bisschen zweispurig gelaufen, weil wir auch zeitgleich fast, nur mit ein paar Wochen Unterschied, haben wir versucht, wieder Omega-3 in unserer Ernährung explizit hochzuhalten oder überhaupt da zu haben. Haben wir länger schon versucht, das stimmt nicht ganz, ja. Aber wir haben halt ein Auge wieder drauf gehabt und gesagt, wir müssen mal schauen, dass wir auch auf unsere Omega-3 achten. Und da Algenöl für uns gerade finanziell und auch hier in Peru nicht gut zu bekommen ist, haben wir dann Fischölkapseln, die wir auch supplementieren. Thema Omega-3, das ist jetzt nicht erst neu aufgekommen, das ist schon länger, das ist schon seit letztem Jahr oder wo wir in Deutschland waren sogar schon Thema gewesen. Und sie hat gerade gesagt, dass mit diesen Kapseln war dann schwierig, beziehungsweise unmöglich in einer guten Qualität hier zu bekommen. Und wir haben dann andere Versuche gemacht. Wir haben Chia, Leinsamen, das sind pflanzlichen, das darfst du nicht vergessen, das sind diese pflanzlichen Stoffe, die das im hohen Maße bringen. Ja? Wir haben eine Zeit lang die Sprossen davon gegessen. Im hohen Maße, haben uns die vorgezogen, die Sprossen von Chia und Leinsamen. Dann haben wir irgendwann festgestellt, dass das dann gar nicht mal diese hohen Mengen an Omega-3-Säuren hat, weil durch den Umbauprozess beim Keim werden viele Fette abgebaut. Ja? Und dann haben wir die halt angefangen so zu konsumieren. Eingeweicht, teilweise pulverisiert, damit sie also vorm Essen gemixt, damit es besser aufgenommen werden kann, weil gerade Chiasamen werden nicht gut zerkaut und die kommen dann ganz wieder hinten raus. Das ist ein Vorteil für die Pflanzen, weil die wachsen dann überall, wo wir unsere Sachen dann hinmachen hier bei uns auf dem Grundstück. Und haben dann aber trotzdem irgendwie festgestellt und haben uns dann nochmal damit beschäftigt, wie viel wir davon essen müssten pro Tag, um dann rechnerisch in etwa auf diesen Wert zu kommen. Und das ist eine ziemlich hohe Menge. Wir haben das auch eine Zeit lang gemacht mit unseren Kindern. Die haben dann schon so eine Fresse gezogen früh. Schon wieder Chia und Leinsamen jeden Tag. Und haben dann aber trotzdem gemerkt, es ist nicht das, ja? Ja, ich würde das wieder auch nicht zu lang machen. Ich versuche deshalb mich kurz zu halten, weil in Chia und Leinsamen ist auch der ALA drin. Das wird ja dann erst umgewandelt im Körper. Also zumindest weiß man auch gar nicht ganz genau, wie viel dann genau aufgenommen wird wegen der Umwandlung.
Und worauf ich halt hinaus wollte, jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo wir Fischölkapseln täglich nehmen und Eier konsumieren. Sebastian hat es dann auch ausprobiert. Und es ist für uns noch gar nicht irgendwie in Stein gemeißelt, in welche Richtung das Ganze geht. Wie ich bereits das Video begonnen habe, geht es uns in erster Linie um die Gesundheit und wir wollen schauen, dass wir unsere Nährstoffe abdecken. Und das stellt sich je nach Ort, wo man lebt, die regionalen Produkte oder aber auch Zugang zu Supplementen teilweise schwierig oder man muss umdenken, wie wir das am besten gestalten. Ich sage jetzt noch nicht einmal, dass ich in einem halben Jahr noch Eier esse, weil ich erstmal schauen muss, wie sich das Ganze reguliert, denn bei Hormonen dauert das eine Weile. Aktuell ist es auf jeden Fall besser, was allerdings, wie ich bereits auch angefangen hatte, zweispurig gelaufen ist mit den Fischölkapseln. Es kann jetzt auch ganz, ganz stark von den Fischölkapseln sein. Also es wird jetzt irgendwann der Punkt kommen, wo wir die Eier wieder rauslassen und ich dann schaue, ob es von dem Omega-3 gekommen ist, was wir über die Chia- und Leinsamen nicht geschafft haben in diesem Maße. Also wir befinden uns auch, das merkt ihr jetzt gerade an dem, was ich halt sage, das ist eine experimentelle Phase und wir sind halt generell so, dass wir immer wieder Dinge in unserem Leben hinterfragen. Passt das noch für uns? Gehen wir damit noch konform? Glauben wir daran noch? Sind wir damit noch d'accord, dass die Menschen, die unseren YouTube-Kanal verfolgen, die wissen, wie oft wir umgezogen sind. Das ist das gleiche Prinzip. Wir hinterfragen unsere Lebenssituation. Passt es für uns? Machen wir das noch? Können wir das noch gutheißen? Und jetzt gerade sind wir in einer experimentellen Phase und hinterfragen halt gerade, wie wir unsere Nährstoffe abdecken. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, wenn ihr Erfahrung habt mit dem weiblichen Hormonhaushalt, wie ihr das in der veganen Ernährung am besten reguliert. Ich bin offen für Tipps oder auch mit den Omega-3. Gerne unten Infobox, gerne Informationen, nicht Infobox von uns, sondern eure Kommentare, eure Infos, die mir da weiterhelfen können oder uns auf eine neue Spur zu bringen und helfen können, dass wir uns da vielleicht auch wieder anders orientieren. Ich wollte noch was sagen, jetzt bin ich in Gedanken abgeschwiffen, weil meine Frau so einen Monolog gehalten hat. Ja, was im Endeffekt für uns so die Kernaussage ist, die sich jetzt für uns über die letzten Jahre herausgestellt hat. Es ist eigentlich ziemlich egal, welche Art der Ernährung du wählst, ja? Was wir festgestellt haben, aus Studien von verschiedenen Büchern, verschiedenen Informationen, das Allerwichtigste ist, möglichst unverarbeitet und mit ganzen Lebensmitteln. Möglichst aus einer biologischen Anbau und wenn ihr Tiere essen wollt, möglichst aus einer, ich sag mal, der Spezies entsprechenden also der Spezies entsprechenden Art und Weise zu leben, ja? Dass die Kühe halt auf der Weide stehen, das Gras essen, was sie essen sollten, kein Kraftfutter und so ein Zeug. Das wäre das Optimale, ja? Dann spielt es so keine Rolle, ob ihr vielleicht Fleisch mit esst. Wobei ich immer noch der Meinung bin, unser menschlicher Verdauungstrakt ist nicht dafür gedacht, Fleisch zu verdauen, ja? Ich wollte noch was anderes sagen. Ich muss jetzt überlegen, damit ich nicht schneiden brauche. Uns geht es jetzt darum, nicht mehr irgendein Klischee zu erfüllen, wie vielleicht ganz am Anfang, oder um einem Trend nachzulaufen. Nein, wir wollen ab jetzt oder seit den letzten Monaten, Jahren nährstoffbasiert. Ja? Unsere Ernährung ist nährstoffbasiert. Nicht mehr, passt vielleicht in ein gewisses Cluster rein, sondern Nährstoffe. Und weil jetzt vor kurzem wieder ein Kommentar kam, esst mal Fleisch. Da sehen wir keinen Grund darin, es zu tun. Ja? Es hat keinen positiven Effekt für uns. Wenn wir etwas Tierisches noch implementieren würden, dann wäre es, wenn wir Zugang dazu hätten, ein fettreicher Fisch, der Omega-3-Säuren beinhaltet. Das wäre dann das Bessere, als diese Kapseln zu nehmen. Und wobei dieser Fisch halt ja auch bloß dieses Omega-3 aus den Algen hier ist, ja aus den Meeresfrüchten. Und wenn es ums Thema Tier geht, dann wären noch Innereien das nächste, ja. Und im Idealfall roh. Ja, das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist, wenn ihr euch damit beschäftigt, sind die Nährstoffe, die auch die Raubtiere zuerst sich da aus dem Beutetier rausreißen und nicht das Muskelfleisch. Jetzt bin ich abgeschwiffen. Wer mehr über das Thema Ernährung wissen will, unsere Ernährung oder vielleicht unser Wissen, was wir haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Wir wollen es jetzt nicht zu lang machen. Und wer uns unterstützen möchte auf unserer Reise, kann gerne in der Infobox schauen. Da gibt es den Link zu Ko-fi. Da könnt ihr uns eine Kokosnuss kaufen. Oder auch PayPal, wem das lieber ist. Ja. Aber niemand ist dazu aufgefordert, irgendetwas zu tun. Ja? Ihr braucht uns Videos auch nicht anschauen, wer es nicht mag. Und dazu noch, wir wollen ja jetzt jeden Tag ein Video machen. Mache ich morgen oder so übermorgen meine Erklärung nochmal, wieso, weil da kam jetzt schon ein Kommentar, wieso so viel, das ist doch Stress und so. Dann erzähle ich weiter. Die Videos sind ungeschnitten, deswegen versucht mein Mann die passenden Worte zu finden, damit keine großen Pausen drin sind. Wir machen das Ganze,
weil wir uns selber eine Aufgabe gestellt haben. Denn wir haben ganz oft Anlaufschwierigkeiten, Videos zu machen, weil wir einen gewissen Perfektionismus, unseren eigenen Standard versucht haben, immer zu erfüllen, und das funktionierte nicht. Also versuchen wir jetzt, diesen Glaubenssatz zu zerstören, neu zu programmieren, indem wir einfach anfangen, Videos laufen zu lassen, Videos zu machen, auch wenn wir der Meinung sind, sie sind nicht perfekt, so wie ich meine zu meinem Video gestern, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, wir schauen jetzt einfach, was das mit uns macht, mit unseren inneren Einstellungen. Es wird jetzt auch bestimmt mal einen Tag geben, wo es kein Video gibt. Das liegt einfach mit sowas zusammen, dass Sebastian in die Stadt fährt, aber vielleicht mache ich auch eins alleine. Wir wissen es noch nicht, ja. Es geht darum, den inneren Schweinehund ja, zu überwinden und sich selber neu zu programmieren, die Version seiner selbst zu sein, die man sein will. Und deswegen ist das unsere Aufgabe, und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Es kann sogar sein, dass sich minimal was auf den Kanal ändert hinsichtlich der Schwerpunkte, dass es nicht nur um das Thema Auswandern geht, weil das waren wir eigentlich nie. Ich möchte eigentlich zurück in die Richtung, dass es mehr um uns geht, und deswegen wird es vielleicht sogar nochmal eine Kanalnamenänderung geben. Aber alles Schritt für Schritt, das geht nicht alles an einen Tag. Ja, und jetzt, das ist schwierig, ja, wenn ich mich versuche zu fokussieren, was ich sagen möchte, und die ganze Zeit höre ich etwas, das könnt ihr ja mal selbst euch überprüfen, dann ist es echt schwer, dann beim Punkt zu bleiben, weil ich ja doch mitlausche, was sie sagt. Und dann, ich wollte nämlich noch was Geistreiches dazu sagen. Ja, diese vielen Videos, die jetzt kommen, ihr müsst euch die nicht alle anschauen. Wir versuchen den Titel ja möglichst so zu wählen, dass der Inhalt des Videos irgendwo darin wiedergespiegelt wird. Wenn euch das eine Thema nicht interessiert, schaut es euch nicht an, ja. Weil wenn ihr ein Video anklickt von uns und nach 5 Sekunden wegklickt, dann ist es für den Algorithmus schlechter, als wenn er es gar nicht anklickt. Ja? Da ist uns mehr mitgeholfen, als wenn er sagt, ja, ich klicke das kurz an, damit die einen Klick mehr haben. Das bringt gar nichts. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, YouTube bewertet die Videos anhand, erstens mal der Klickrate, ja, aber in Zusammenhang mit der Watchtime, also mit der Anschauzeit. Wenn ein Video von 8 Minuten nur 5 Sekunden geschaut wird und das machen 100 Leute, 100 Menschen, dann sagt der Algorithmus, naja, das Bild oder der Titel ist vielleicht interessant, aber der Inhalt ist total schlecht, das will niemand anschauen. Ja, in dem Sinne, alles Gute, gehabt euch wohl. Tschüss.